Das ist die taiwanesische Insel Xiamen, aber da drüben ist China. Von dort starten jeden Tag Kampfflugzeuge Richtung Taiwan. Eine Drohtaktik. Das riesige autokratische China will sich bis spätestens 2049 das kleine demokratische Taiwan einverleiben. Seit 2 Jahren nimmt die Eskalation verstärkt zu. Und der erneute Wahlsieg der China-kritischen Demokratischen Fortschrittspartei könnte das Risiko weiter erhöhen. This escalatory dynamics is very dangerous and it can spiral out of control. It was unclear whether Beijing plans to use force to reunify with Taiwan. There's no telling what kind of accidental escalation may result from there and where will it stop, if it stops. Ein Krieg um Taiwan, den größten Chiphersteller der Welt, könnte zu einer direkten Konfrontation zwischen China und den USA eskalieren. Aber wie kann dieser Krieg noch verhindert werden? Über den Zweiten Weltkrieg hinaus wütet in der Republik China ein Bürgerkrieg. Die machthabenden Nationalisten, die Kuomintang, verlieren Schlacht um Schlacht gegen die Kommunisten um Mao Zedong. 1949 rufen diese auf dem Festland die Volksrepublik China aus. Die Kuomintang um Staatsoberhaupt Chiang Kai-shek fliehen mit mehr als 1 Million Soldaten und Zivilistinnen nach Taiwan. Beide sehen sich als legitime Regierung ganz Chinas. Chiang looks forward to the day when he can cover his invasion of the Chinese mainland. But realists, even among Chiang's friends, doubt if that day will ever dawn. 1954 und 1958 greift die Volksrepublik China Taiwan an. Die USA schließen ein Verteidigungsbündnis mit dem Inselstaat und durchbrechen die Artillerieblockade um die Kinmen-Inseln. Durch das von den USA durchgesetzte Verteidigungsbündnis nimmt das Eskalationsrisiko in der Taiwanstraße vorerst ab. Dennoch feuert die Volksrepublik China weitere 20 Jahre sogenannte Propagandabomben auf Kinmen. Artilleriegranaten ohne Sprengsatz. 因为在那时候，在我成长的过程，因为那时候我们的平常的生活就是晚上躲炮弹，但是白天大家都会去捡炮弹。所以我们在用捡这个炮弹片来做刀，它不但是一种废物利用。 Viele Jahrzehnte herrscht dann vergleichsweise Frieden. Aber wie? The status quo is best understood as a series of understanding that have evolved over the past decades between China, the US, and Taiwan, so that a war can be prevented. 1971 stimmen die Vereinten Nationen dafür, die Volksrepublik China als Mitglied aufzunehmen und die Republik China auszuschließen. I think we're going to recognize that there's been a very serious mistake. Doch 1979 erkennen selbst die USA die Volksrepublik formell an und beenden zudem das Verteidigungsbündnis mit Taiwan. By the 1970s, we know that US and Soviet Union were having a tense relationship. So therefore, US then tried to improve relations with China. Gleichzeitig verpflichten sich die USA aber per Gesetz, dem Inselstaat Waffen zur Verteidigung zu verkaufen. Looking at Peking, it is important then, if they want the level of arms to Taiwan reduced, they must reduce the threat. Die Position der USA ist zudem strategisch uneindeutig und darauf ausgelegt, von einer Abweichung vom Status quo abzuschrecken. For the US, it means that China will not seek to unify with Taiwan through military force and that Taiwan would not seek former independence. Keine der Seiten hat die Gewissheit, ob die USA bei einem Angriff Chinas oder einer Unabhängigkeitserklärung Taiwans in einen Krieg eintreten würden. 1992 sollen sich die Volksrepublik China und Taiwan auf den sogenannten Konsens von 1992 geeinigt haben. Yeah, we both think there's only one China in the world, but we differ in how we understand what that one China is. Beijing's understanding of one China is
of course, is the Beijing one. It's the People's Republic of China. That's the one China. What Beijing wants is for Taiwan to call itself as also part of China. Taiwan's understanding of 92 consensus is, oh, there's one China, but that's the ROC, the Republic of China, the one, the capital city of which is in Taipei. Dieses Verständnis ermöglicht beiden Seiten ein Festhalten am Status quo. For China, the status quo means that Taiwan would not declare the former independence, and that its ultimate goal of unifying with Taiwan will remain viable. And for Taiwan, it means that it can retain its de facto sovereignty and that it will have a say in its own political future. By 1996, Taiwan had its first ever direct presidential election. That really raised an alarm bell from Beijing's perspective. For Beijing, they feel like it may be a prelude towards further independence and therefore formal separation of Taiwan from China. China rüstet seit den frühen 2000er Jahren gewaltig auf und bedroht mit seiner wachsenden Militärmacht die Pattsituation in der Taiwanstraße. 2010 unterzeichnen China und die Kuomintang-Regierung ein Abkommen über wirtschaftliche Zusammenarbeit. Und 2013 einigen sich beide Seiten, ihre Dienstleistungsbranchen zu öffnen. In Taiwan fehlt nur noch die Bestätigung des Parlaments. Das System aus Politik, Diplomatie und Abschreckung funktioniert jahrzehntelang, bis es zusammenbricht. In Taiwan schließen sich Hunderttausende, vor allem junger Menschen, zur sogenannten Sonnenblumenbewegung zusammen. Sie kritisieren das Dienstleistungsabkommen als zu große Annäherung an China, protestieren wochenlang und besetzen Regierungsgebäude. Mit Erfolg. Das zweite Abkommen mit China kommt nie zustande. 2016 gewinnt Tsai Ing-wen die Präsidentschaftswahlen. Damit siegt die Demokratische Fortschrittspartei zum zweiten Mal überhaupt gegen die seit 1959 nahezu durchregierende Kuomintang-Partei. And the DPP government is a lot more standing up for a different sense of Taiwanese national identity, and therefore does not endorse the 1992 consensus. Seit der Wahl von Tsai hat China die Kommunikation mit der Regierung Taiwans abgebrochen. Cross-strait tension between Taiwan and China has increased in recent years for a number of reasons. One of it has to do with Beijing's own internal politics. We're seeing increasing centralization of power during Xi Jinping's rule in China, and something that's certainly intensified as we start the third tenure of the third term of presidency's time in power. So I think China often sees that the issue with Taiwan is an outcome of a past weakness in its own history. So as China becomes stronger, it demands that the questions of Taiwan are resolved more in the way that it wants. And under President Xi Jinping, China have grown more impatient in achieving this goal. 一切分裂祖国的行径和伎俩，都是注定要失败的，都会受到人民的谴责和历史的惩罚。保留采取一切必要措施的选项，面对台独势力分裂活动和外部势力干涉台湾事务的。 China sieht sich durch das von den USA unterstützte demokratische Taiwan geopolitisch eingegrenzt. Aber stellt der Inselstaat für China wirklich eine Bedrohung dar? China's military is now about 20 times bigger than Taiwan. It is quite a stretch to say that Taiwan is a threat to China necessarily. Nobody would truly want to pose a territorial invasion threat towards China. And therefore, the argument that the very presence of Taiwan somehow poses a threat either directly to China or indirectly as a pawn or a gateway for some other power that's interested in taking China doesn't make all that much sense. We're having a little squabble with China because we've been treated very unfairly for many, many decades, or actually a long time. US-Präsident Donald Trump geht auf Konfrontationskurs mit China. Er beginnt einen Handelsstreit, telefoniert als erster US-Präsident seit 1979 mit einer taiwanesischen Präsidentin und verkauft Taiwan Langstreckenraketen, die China treffen können.
In Taiwan definieren sich unterdessen immer mehr Menschen nicht mehr als chinesisch, sondern taiwanesisch. The second Taiwanese society proclaimed in unison that yes, we are all Taiwanese and we are not Chinese at all, not even a tiny bit. It's the day when military tension with China will skyrocket. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. US-Präsident Joe Biden sagt Taiwan mehrfach militärische Unterstützung im Falle eines chinesischen Angriffs zu und scheint damit die strategische Uneindeutigkeit der USA zu beenden. However, usually within a number of hours after Biden says it, senior White House officials or State Department would say, no, our policy on this hasn't changed at all back anyway, would make Beijing feel like maybe this idea that US will come to Taiwan defense is sort of the unspoken but presumed underlying policy assumption for policymaking in Washington anyway. Und dann besucht die damalige Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, als bisher ranghöchste US-Politikerin Taiwan. Today our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we will not abandon our commitment to Taiwan. China, das mittlerweile zweitstärkste Militär der Welt, eskaliert daraufhin seine Militärprovokation. Feuert mindestens 11 scharfe Raketen in die Gewässer direkt rund um Taiwan und schickt seitdem nahezu täglich Kampfflugzeuge über die sogenannte Medianlinie. Die Grenze wird von China zwar nicht anerkannt, wurde aber von den Streitkräften beider Länder zuvor kaum überschritten. With so much provocative military action and maneuvers in and near Taiwan, if you have an accident, if a missile, if a warning shot going astray and hits something that they shouldn't hit, there's no telling what kind of accidental escalation may result from there and where will it stop, if it stops. Dass die Bedrohung in Taipei ernst genommen wird, sieht man an diesen Schildern. Im November 2023 treffen sich Biden und Xi und sprechen anschließend von einer leichten Annäherung zwischen den USA und China. Doch im Januar 2024 gewinnt William Lai der DPP die Präsidentschaftswahlen. China hatte Lai zuvor als Separatisten und Friedenszerstörer bezeichnet. Den dritten Wahlsieg der DPP in Folge sieht China als Provokation. Some observers in Beijing, they are wondering whether that means that Taiwan is moving further and further away from China. So if they can't take Taiwan peacefully, then some of them think maybe it's time to try to take Taiwan forcefully using military invasion. Kann so ein erneuter Krieg überhaupt noch verhindert werden? It's important to remember that in the past, similar escalations has happened between the three parties and yet have managed to de-escalate. In order to stabilize tension, you need a combination of deterrence and reassurance. Deterrence will come in the forms of stronger Taiwanese defense capacity. Dazu müsse Taiwan aber die Strategie der Waffenkäufe ändern. Es investiert weiterhin in Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge, Panzer und Helikopter. Allesamt Waffensysteme, die China zahlenmäßig stark unterlegen wären. Taiwan sollte verstärkt auf sehr viele kleine und mobile Waffensysteme setzen, die eine chinesische Invasion sehr verlustreich machen würden und so lange aufhalten könnten, bis Streitkräfte der USA einschreiten würden. In addition to deterrence, you also want to strengthen reassurance, and that's to Beijing as well. That will come from Taiwan itself, as well come from Taiwan's international friends. China arbeitet allerdings systematisch daran, Taiwan weiter zu isolieren
und die Zahl der Staaten, die den Inselstaat anerkennen, zu minimieren. We are seeing increasing sympathy and interest in Taiwan around the world at the same time as well. So what that means is that Taiwan is becoming a lot more visible internationally. You see Taiwan trying to show the world, to remind the world that Taiwan produces half of the world's semiconductor chips, including almost all of the really high-end, high-tech ones at that. That way, it gets international actors to be sympathetic to and to be supportive of Taiwan's attempt to continue its self-rule and to bargain with China from a position of strength. What that seems like to Beijing is that A, it will deter Beijing from military adventurism, because they are like, if they try to take Taiwan, they'll be taking on not just Taiwan, but potentially other helpers at the same time. Aber es ist vor allem an China, die Eskalation zu reduzieren. So in order to break this escalatory spiral, it is important for the three parties to re-establish mutual trust. And I think that would include China giving assurance that it does not intend to invade Taiwan. Auch die USA sollten mit ihrer Politik zur Deeskalation beitragen. Washington have to be careful not to make the relationship appears that there is going to be some kind of former alliance between the US and Taiwan. And it's also important for the US to assure China that it does not support Taiwan independence. Gleichzeitig sollte auch der nächste US-Präsident zur strategischen Uneindeutigkeit zurückkehren. But at the same time, I think that it's important not to lose sight of Taiwan in this conversation. Taiwan is a vibrant and thriving democracy with a thriving economy of 23 million people. And I think that their views matter, and what they want for their own future should matter the most. 61% der Menschen in Taiwan wollen den Status quo beibehalten. 26% wünschen sich zumindest auf lange Sicht einen komplett unabhängigen Staat. Nur 7% wollen zu China gehören. 所以说，我们觉得说，在我们处理两岸的关系上，应该更要谨慎小心，能够让两岸能够保持着和平，不要走向战争。因为我们相信整个世界上大部分的人民都向往和平，所以希望能够用这个炮弹做到，能够让世界能够远离战争，能够多走向和平。